Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns die Einhell Säbelsäge an, die TEAP 1826. Das ist die neueste Säbelsäge von Einhell. Der ist nach der 1828 auserkommen. Der hat aber einen Bürstenmotor, wichtig zu wissen. Wir sehen können, das Gewicht beträgt 2,13 Kilo. Schauen wir uns die Maße an, 16 cm hoch. Insgesamt ist sie 26 cm lang und von 9 bis 7 cm hoch, also da wo der Motor ist. Da fühlt sich hochwertig an und hat ein gutes Gewicht. Vibrationen sind in Ordnung, kann man sagen. Da wir sehen könnt, von 7 bis 5 cm, immer Zentimeter weniger. Und da könnt ihr die Schiene verstellen, um eben das Sägeblatt anders zu nutzen, nicht immer an der gleichen Stelle, sondern auch eine andere Stelle abzunutzen, damit sich das Sägeblatt gleichmäßig abnutzt. Da seht ihr, wie man es eben aufmacht und zumacht. 2600 Hübe, 180 mm in Holz angegeben. Das schauen wir uns an, ob es schafft oder nicht. Da schauen wir uns die Hübe an, also wie viel Hübe die Säge macht, Vor- und Zurückbewegungen. Und mit 2600 ist sie angegeben. Mit dem 8er Akku bin ich auf ca. 2750 kommen. Das sollte ihr gleich einblenden. Und ja, das ist halt Minimum, habe ich geschaut, ungefähr 300 Hübe oder so, aber das benutzt niemand, aber es ist sehr gut dosierbar. Und ja, das ist jetzt 2770 mit dem 8er Akku. Nun kommen wir zu den Tests. Auf ca. 2750 kommen, das sollte ihr gleich einblenden. Und ja, das ist halt Minimum, habe ich geschaut, ungefähr 300 Hübe oder so, aber das benutzt niemand, aber es ist sehr gut dosierbar. Und ja, das ist jetzt 2770 mit dem 8er Akku. Nun kommen wir zu den Tests.
So, jetzt fange ich Reden an. Davor habe ich nichts geredet. Bei den vorherigen Tests, die die wirkliche Leistung zeigen, da ihr euch einfach einen Eindruck lassen wollt, da seht ihr es, da kann ich auch dazwischen drin reden, weil es dauert ewig und sonst wäre es auch langweilig und beschleunigen will ich es nicht, damit ihr seht, was qualitatives Zubehör oder Werkzeug selbst für einen Unterschied macht. Wie ihr sehen könnt, unglaublicher Unterschied, wäre schon wahrscheinlich mit dem Bosch durch gewesen, aber da fängt es gerade an, die, die dünne Seite zu schneiden. Also da wo es leichter ist, dann wird es am Ende wieder schwierig, weil viel Material gleichzeitig abgetragen wird. Das ist die Klinge von Umi, das ist ein Amazon Brand. Wie ihr sehen könnt, man kann es trotzdem empfehlen. Ich sag's, wenn man nicht so viel schneiden tut am Tag, wenn es nicht so wichtig ist, dass die Zeit, wenn die Zeit keine Rolle spielt, wenn man sich nicht beeilen will. Also wenn man nicht so viel schneidet, dann kann man es auf jeden Fall kaufen, weil man bekommt für, ich glaube 10 Euro habe ich gezahlt, 3 Sägeblätter für Holz, 3 Sägeblätter für Holz mit Nägel und 3 für Metall. Bei Bosch, also Bosch Blau, also Bosch Expert, kriegst du es live für das doppelte ein Sägeblatt ungefähr, je nachdem wie lang und so weiter. Natürlich sind die kürzer von Amazon, das ist klar, das sieht man, aber bei Bosch eben für das Speedwood oder wie das heißt, habe ich gute 18 Euro gezahlt, aber das habe ich nur genommen, damit ich auch die Säbelsäge in Zukunft gut miteinander vergleichen kann und dass ich weiß, dass sie immer scharf sind, dann muss ich nicht immer die gleiche Säbelsäge haben, weil ja, das eben vergleichbar ist. So eine weiß jetzt nicht, ob der abgenutzt ist oder nicht, da muss sie immer mit der alten schneiden, um zu schauen, ob sie sich abgenutzt hat, wo sie neu war und ja, oder schneid mit einem nagelneuen Sägeblatt und vergleichst dann mit dem alten, auf jeden Fall, aber ich glaube, durch das, dass ich wirklich viel testen will, glaube ich, dass die Entscheidung für die Bosch Säbelsägeblätter die richtige war, weil 50 mal länger zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn das wirklich stimmt, weil ich brauche ja die Metallsägeblätter, Holz mit Nägel brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, entweder Holz pur und Holz mit Nägel habt halt ABE von Bosch Multimaterial. Ich habe für Metall und für Holz, ja, kann auch mit Multimaterial kann ich auch zum Beispiel, ich habe extra genommen, weil das Sägeblatt länger ist, aber dann kann ich eben auch andere testen. Will auch nicht so viel mit dem bereden, wir sehen können es da. Beim Rohr ist es dreimal so lang und bei den anderen ungefähr doppelt so lang. Also gewaltiger Unterschied, aber auch gewaltiger Preisunterschied, das muss man wissen. Man muss die Expert nicht haben. Kommen wir zum Fazit. Beim Fazit setzt es nun das Gewicht. Das Gewicht beträgt 2,13 Kilo. Das ist ein halbes Kilo schwerer als die TRP 18 Li. Also die alte Säge, die älteste, die ist schon 6, 7 Jahre draußen. Und ja, 100 mm Schnitttiefe angeben, also ist eine schwächere Säge, deutlich schwächer. Aber ja. Kommen wir nun zur Lautstärke. Da sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden. Wie ihr sehen könnt, ist die 1826 9 Dezibel lauter, das ist ein deutlicher Unterschied, der ist aber auch viel leistungsstärker und deswegen ist sie auch lauter. Da ich bei der TRP 18 noch kein, deswegen habe ich euch einfach die Ergebnisse eingeblendet vom Rohr, von der Vierkantstange, von der normalen einfach 12x12 mm Stange, vom Holz, die verschiedenen Werte. Beim Holz, beim 24x10 war auch eine 8 mm Schraube drin. Das muss ich mal merken. Das macht einen riesigen Unterschied, weil da schneidet das Multimaterial etwas länger. Das ist halt, ja. Je nach Preis, ich will ja niemanden beeinflussen. Ich will eigentlich die Ergebnisse zeigen. Das ist meine Meinung. 15 Euro für jeden Fall
bei 30, auch wer es echt regelmäßig nutzt und im Einheitssystem bleiben will, super, super safe, super stark. Und sonst, wer nicht so oft, ja, muss man schauen. Muss jeder selbst wissen, ob sich für ihn lohnt. Natürlich, wenn man die absoluten Werte sieht, bin ich mir ganz sicher, ich weiß jetzt nicht, wie die 18er abschneiden wird, die normale, aber deutlich schlechter wie die. Ich schätze, der ist mindestens 50% schneller. Und dann lohnt sich natürlich der Preisunterschied, wenn man das regelmäßig nutzt. Was gibt es am Ende nur zum Sagen? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es mal helfen wollt, oder ein Abo im besten Falle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Danke fürs Schauen. Servus und ciao.